Seit fast einem Jahr wütet dieser furchtbare Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Was hat dieser Krieg mit uns allen zu tun? Wo liegt die Verantwortung jedes Einzelnen? Und wie ist meine persönliche Sicht auf die Dinge? Anfang März letzten Jahres habe ich schon einmal ein Video zum Thema Frieden gemacht. Ich verlinke es am Ende dieses Videos auch noch einmal. Lass mich einfach mit einer kurzen Geschichte aus meinem persönlichen Umfeld beginnen. Meine Oma wurde 1900 geboren. Meine Mutter ist mittlerweile über 90 Jahre alt. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die Erzählungen meiner Oma, die ja mit den 2 Weltkriege erlebt hat, was für furchtbare Dinge dort geschehen sind. Meine Heimatstadt Potsdam wurde ausgebombt und meine Oma hat erzählt, dass sie ihre halbwüchsigen Mädchen, also meine Tante und meine Mutter, an die Hand genommen, über die Leichen der Nachbarn geführt hat, um im Luftschutzkeller nicht zu ersticken. Die Traumata, die meine Tante sowohl als auch meine Mutter noch heute davongetragen haben, sind unglaublich und nicht in Worten zu beschreiben. Wollen wir das noch einmal? Ich denke, niemand von uns will das. Niemand. Und doch ist es so, dass viele von uns denken, ja, das ist die große Politik. Ich kann mich auf die eine oder die andere Seite schlagen. Was kann ich schon tun? Und ich sag dir was, jeder von uns kann etwas tun. Und in jedem steckt etwas Verantwortung dafür. Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gab es Kämpfe, Intrigen, Kriege um Geld, Macht, Einfluss. Und aus meiner Sicht ist das ganz klar ein Überschuss an männlichen Energien. Wir alle, Frauen wie Männer, tragen ja die männliche und die weibliche Seite in uns. Nur geht es um die Balance. Uns allen stecken diese Jahrhunderte und Jahrtausende alten Geschichten in den Genen. Und ich selbst konnte es im Rahmen von Familienstellen auch zum Thema Krieg sehr gut beobachten. Ich war selbst dabei und weiß, wie das funktioniert hat. Aus spiritueller Sicht, und wenn du meinem Kanal vielleicht schon ein Weilchen folgst, dann weißt du, dass das meine bevorzugte Sicht auf die Dinge ist, gilt das Gesetz der Entsprechung. Also wie innen, so außen. Bin ich mit mir im Reinen, im inneren Frieden, strahle ich das auch aus im Außen und beeinflusse damit mein kleineres, aber auch das größere Umfeld. Das heißt, so wie es in uns als Kollektiv aussieht, sieht es auch im Außen aus. Und das ist ein universelles Gesetz, egal ob wir daran glauben oder vielleicht auch nicht glauben. So wie es innen ist, ist es außen. Schau in deine Familie, in deinen Freundeskreis, in deinen Kollegenkreis. Wann passieren Reibereien? Wie sieht es dann in dir aus? Wie sieht es im anderen aus? Und wie kannst du auf gute Art und Weise in Liebe und zum Wohle aller deinen Beitrag leisten, damit auch ein äußerer Frieden nicht um jeden Preis, sondern ein wahrer Frieden gewahrt ist, zu deinem inneren Frieden zu gelangen. Das, denke ich, ist die Hauptaufgabe in der heutigen Zeit. Und das ist aus meiner Sicht auch die Hauptverantwortung jedes Einzelnen. Nach dem Motto, wenn jeder vor seiner Türe kehrt, ist gekehrt genug. Auf diese Weise
können wir sukzessive unser kleines und großes Umfeld befrieden. Und zu keinem Zeitpunkt haben wir bessere Voraussetzungen dafür gehabt, auch durch die Energien, die aus dem Universum uns jetzt erreichen. Ein Video dazu, wie du zu innerem Frieden gelangen kannst, verlinke ich auch am Ende dieses Videos. Unsere weiblichen Energien in uns zu stärken, bringt aus meiner Sicht alles in Balance, männliches und weibliches Potenzial. Und es heißt ja auch nicht umsonst Mutter Erde. Das heißt, damit werden wir auch unserem Planeten helfen, aus seiner entsetzlichen Zerstörung herauszukommen und sich wieder zu erholen, Frieden zu schaffen in uns, um damit auch im Außen Frieden zu haben und auch in Frieden zu sein mit unserer wahren Natur, mit unserem wahren Sein. So viel für heute. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Nachdenken und gute Erkenntnisse. Bis zum nächsten Video. Tschüss.